So, willkommen zurück zu einem kleinen Update-Video. Wir werden heute darüber reden, hat jetzt AMC seinen Boden gefunden? Wird GameStop noch immer runtergehen? Wir machen ein kleines Update bei Plug Power. Wir schauen uns an, was Beyond heute gemacht hat. Zum ersten Mal, weil sich wer gewünscht hat, PayPal, und zum ersten Mal, weil sich jemand gewünscht hat, MicroCloud. Wenn es euch interessiert, bleibt einfach dran. So, wie immer, ich benutze die fraktale Methode. Ich werde auch am Ende des Videos mal wieder das Tutorial dranhängen, oder ihr sucht es einfach nach der Playlist Fractal Method. Ich habe jetzt auch schon eine kleine neue Regel drangehängt. Ich bin noch nicht so ganz einverstanden damit, ob die wirklich jedes Mal funktioniert, aber die Idee dahinter ist, wenn wir keine gerade Linie haben, wo halt das Lower High, der Midpoint und der T alle auf einer Linie sind, sondern was ist, wenn nur C und L auf einer Linie ist, aber T weit drunter ist und nicht auf der normalen Linie liegt. Dann sollte das nächste Higher Low nach dem V und der A diese Linie nicht brechen. Aber schauen wir mal. Okay, na dann fangen wir mal an mit AMC. So, heute mal wieder die ganze Geschichte, damit wir mal ein neues Video dazu wieder haben. Bevor wir damit aber anfangen, eine Sache, ne? Weil ich ja mittlerweile sehe, dass mehr und mehr Leute schreiben und fragen. Ich sage mal ein paar Sachen dazu. Erstens, es gibt keine dummen Fragen. Ihr könnt mir alle Fragen stellen, die ihr wollt, bezüglich der Fractal-Methode und so weiter und so fort. Und zweitens, weil ich jetzt immer öfters auch die Fragen bekomme, ja, aber was ist mit Delusion? Oder auch das letzte Mal die Frage gekommen ist, was ist an meiner Fractal-Methode anders, weil die anderen liegen ja immer da und falsch. Erstens, ja, ich sehe sehr viele Videos, wo Fractal Tracking draufsteht. Wenn man sich die dann anschaut, ist es aber wirklich meistens fast immer dasselbe. Und zwar, ich nehme diese Bar-Pattern hier, füge sie da drüben ein und das passiert dann 1:1. Ja, und 99% der Zeit ist das falsch. Ja. Weil vor allem die Fractal-Methode stimmt schon. Das Hauptkriterium ist, dass der Move sich wiederholt, aber nicht 1:1. Ja. Man muss ihn schon anpassen. Es ist nicht nur Bar-Pattern. Das zweite ist, dass viele, bei denen ich zuschaue, auch sehe, sie verwenden die Fractal-Methode und gleichzeitig Fundamental-Strategien. Ja? Und für mich persönlich zum Beispiel funktioniert das gar nicht. Es ist kein Problem, man kann mit Fundamentals und normalen Indikatoren arbeiten, kein Problem. Aber dann trackt man nicht mit Fractal. Weil wenn man mit Fractal trackt, sind Buy Orders, Dilution, Algos und all dieser Blödsinn, den gibt es nicht. Sonst wird diese Methode nicht funktionieren. Ich meine, gibt schon. Aber für die Fractal-Methode, wenn sich etwas die ganze Zeit wiederholen soll, denkt mal drüber nach, dann ist es kein Supply and Demand Market. Ist es einfach nicht. Sonst würde diese Methode einfach nicht funktionieren. Also entweder oder. Okay, jetzt zu AMC. Bevor das Video zu lang wird. Warum stimmt denn das schon wieder nicht? Einfach mal Adjust gedrückt, dann funktioniert es wieder. Also, generell, was ist denn das? Das ist ein Megaphone-Pattern. Klarerweise, wir haben es bei der IPO berührt. Wir haben es einmal im März 2020 berührt. In Dezember 2020 und 2021 haben wir es nicht mehr berührt, sind draufgekommen, sind natürlich an der oberen Trendlinie rejected, sind runtergefallen. Im April 2024 haben wir es dann wieder einmal berührt. Und jetzt haben wir wieder ein Lower Low gemacht, genauso wie 2020. Sind in der Nähe, haben es aber noch nicht berührt. Und im Großen und Ganzen, mir wäre es lieber, wir würden es auch nicht berühren.
Und das nächste, wenn wir jetzt dann raufgehen, kommt drauf an, wann sollten wir wieder in die Nähe und eigentlich sollten wir an dieser Linie wieder rejecten. Bedeutet 800 bis 1000. Ich weiß, klingt bescheuert. Glaube ich an einen Ein-Part-Squeeze oder Zwei-Part-Squeeze? Ich bin eher der Meinung, es wird ein Zwei-Part-Squeeze. Warum? Weil es in 2020 und 2021 auch nur ein Zwei-Part-Squeeze war. Ja? Und wir wiederholen das hier. Jetzt habe ich natürlich wieder bei vielen anderen gesehen, die von einem Ein-Part-Squeeze reden. Die tracken halt Mai 2024 oder April 2025. Und ja, ich sehe auch die Möglichkeit, dass wir einen Ein-Part-Squeeze machen. Aber wenn man das dafür trackt, wie gesagt, ich bin der Meinung, dann kommen wir nicht über 8 oder 10 Dollar. Ja, dann würden wir hier raufgehen, nachher wieder runterfallen, ein Lower Low machen, dann wieder Higher Low, bla 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 bla. Das dauert bis 2027 mindestens. Ich meine natürlich, es ist die Möglichkeit, dass wir einen machen. Ich schreibe das nicht ab. Ich wäre sogar glücklich drüber. Ich denke es aber nicht. Was wären jetzt dann die Ziele für einen Ein-Part-Squeeze? Ne? Wir schauen uns einfach an, was wir 2020 gemacht haben. Wir haben unser Wie gemacht, hatten unseren Ausbruch und einen Pullback. Dann nehmen wir einfach die FIB zum Top von unserem Low. Und was sieht man da? Perfekter 0.618 Bounce oder Pullback FIB. Gut, wenn wir das Ganze jetzt hier hinüberlegen und sagen wir, das wäre jetzt unser Boden, auf das Thema kommen wir gleich. Wie weit müssen wir raufgehen für Februar, März, damit wir nicht mehr unter diese Trendlinie fallen? Ja? Kommt natürlich darauf an, wie schnell wir rauf und wie schnell wir wieder runtergehen. Aber es wird halt irgendwo in der Area sein. Ja? 190 bis 100, irgendwo hier. Weil wir würden hier rauf, schnell wieder runter, Bounce. Dann machen wir den Blödsinn hier und dann geht es hinauf zum All-Time High. Und auch hier, genauso wie 2020, ich gehe nicht davon aus, dass wir einen B-Pullback machen. Ja? Weil wir haben es 2021, 20 auch nicht gemacht. Na gut, dann zoomen wir mal rein. Hier der 30-minütige Chart von heute. Ich habe im letzten Video, ich glaube am Dienstag gesagt, wir haben dieses Low hier gebrochen. Das heißt, wir werden runterneifen. Ne? Ja, und genau das haben wir heute gemacht. Ne? Wir haben sogar heute in der Früh so eine kleine Candle aufgemacht. Das war jetzt eindeutig unser Tee. Ja? Einfach nur für dieses kleine Ding hier. Was kommt jetzt also als nächstes? Also ich gehe eigentlich davon aus, wir werden morgen unser Low bekommen. Ich gehe davon aus, irgendwas, wenn es nicht das schon ist, 1,30, 1,28. Ich will eigentlich nicht diese Linie, also unsere lange Trendlinie berühren oder brechen. Ja? Dann wird sicher gleich dann die Frage kommen, gut, bedeutet wir squeezen dann nächste Woche, oder? Ja, und ich wiederhole mich nochmal. Ich sag's nur, wir haben das 2025 nicht gemacht. Wir haben das 2024 nicht gemacht. Und wir haben es 2020 nicht gemacht. Und andere Aktien machen es übrigens auch nicht. Somit, nein, gehe ich eigentlich nicht davon aus, außer wir bekommen plötzlich, weiß ich nicht, 5 Milliarden Volume. Okay, Ausnahmesituation. Dann lasse ich es mir vielleicht noch einreden. Gut, was machen wir dann? Ja, okay. Also ich gehe davon aus, wir machen jetzt morgen unseren Boden. Wo auch immer der sein wird. Auf den 30-minütigen Chart wieder. So. Und danach, im besten Fall, gehen wir bis Mittwoch hoch. In dem Fall werden wir aber diese Trendlinie nicht brechen. Das, was ich in den ersten 5 Minuten gesagt habe, dass das hier unser M und unser T ist. Das heißt, wir werden nicht über 1,80 drüber gehen. Wir werden hier rejecten.
Das wäre unser Peak von unserem High Low. Fallen runter und zwar zur 786 FIB oder halt wie an der A, was sich dann da hier formen wird. Das machen wir bis Freitag, nächste Woche. Und die Woche darauf brechen wir aus dieser Trendlinie raus. Das wird dann unser A. Und dann nehmen wir von unserem Boden die 0.5 FIB oder die 0.618 FIB. Also entweder 230 oder 266. Das kommt jetzt darauf an, wo dann die 200 EMAs, weil die sollten wir ja nicht brechen ohne zu squeezen. Und dann machen wir diesen Pullback. Und dieser Pullback, meiner Meinung nach, das wird dann der letzte sein, bevor wir squeezen. Ja? Auch dazu gesagt, ich kann damit leben, dass wir dieses A nicht machen. Ja? Also, um genau zu sein, dass wir diesen Pullback nicht machen. Ja? Wenn sehr viel Volumen dazu kommt. Das ist nicht das Einzige, was das Fractal beschleunigen oder verlangsamen kann. Ja? Wenn sehr viel Volumen reinkommt, wird es schneller. Wenn wenig reinkommt, wird es langsamer. Ja? Also ich kann damit leben, dass wir das hier nicht machen. Aber unser Higher Low, darauf bestehe ich. Ja? Also zeitweise, wenn wir plötzlich 5 Billionen Volume bekommen, morgen in After Hours und am Montag, okay, dann können wir dieses Higher Low vielleicht hinbekommen in After Hours und Pre-Market. Ja. Dann besteht so eine Chance, dass wir es nächste Woche noch machen. Wenn nicht, ich gehe eher davon aus, konservativ denkend, letzte Woche vom Februar, wenn wir relativ schnell sind. Ja. Sonst erste 2 Wochen vom März. Kein finanzieller Advice. Okay, das wäre es für AMC. Ja, dann springen wir gleich in GameStop rein. So, für GameStop auch wieder kurz die ganze Geschichte von der IPO bis April 2020. Das ist einfach nur unser Higher Low. Und ja, ich sage gleich, es schaut aus, als wäre es ein Lower Low. Wenn ich auf den 24-stündigen Chart gehe und das Adjusted abdrehe, ist das ein Higher Low. Oder ihr googelt es, weil ich habe auch Panik bekommen. Weil wenn das nicht Higher Low gewesen wäre, wäre das Higher Low. Das wäre echt schlecht. Also das ist Higher Low. Ihr könnt es nachprüfen. Nachher sind wir raufgegangen zu unserem A-Peak und wieder runtergefallen. Das war ein fast perfekter 0.5 FIB Pullback. So, das nächste, was wir gemacht haben, von 2024 im April bis zum Ende, ist einfach nur unser kleines Higher Low zu diesem A. Wann auch immer wir jetzt hier dann fertig sind, was ist dann unser nächstes Ziel? Naja, natürlich sind jetzt im Internet sehr viele Price Predictions wieder drin mit 5000, unendlicher Squeeze, bla 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 bla. Ich kann einfach nur diese Trendlinie hernehmen. Ja. Bedeutet, wir sind hier ein bisschen drüber gegangen. Unser erster Squeeze machen wir es mit dem 24-Stunden-Chart. So. Passt vielleicht. Am Weekly Chart schaut es besser aus. So. Wir sind hier 2008 ein bisschen drüber gegangen, aber 2021 sind wir hier rejected. Ich muss also, nur meine persönliche Meinung, davon ausgehen, unser nächstes Squeeze wird hier auch rejecten. Oder ein bisschen drüber gehen. Okay. Aber mein Maximum ist 500, 600. Ja, konservativ 300. Das wäre aber dann nur unser B. Ich sag das nur. Ja. Also wir würden dann hier raufgehen. 0.5 Pullback. Und dann kommt erst unser C. Das wird aber dauern. Und ich glaube, dann wird es niemanden mehr interessieren. Ja. Okay, na dann zoomen wir mal rein. Ja, hier haben wir ins kleine Higher Low reingezoomt. Und was uns interessiert, ist ja hier. Ich habe im letzten Video gesagt, ich hatte noch immer 2 Versionen, eine bullische und eine bärische. Für die bärische würden wir hier hinunter kneifen zu $17. Und ich habe auch dazu gesagt, dafür, dass das noch immer hier hinunter kneift,
will ich in den nächsten 2 Tagen oder spätestens Freitag wirkliche rote, große, starke Candles sehen. Wir sind zwar heute runtergegangen, aber das ist nicht stark. Was meine ich mit stark? Mit stark meine ich das hier. So, auf der linken Seite 4-Stunden-Chart von heute, rechte Seite 4-Stunden-Chart von März 2024. Und mit stark meine ich hier, das hier. Ja, das hier. Ja. Bedeutet, wenn wir morgen nicht wirklich was Ordentliches sehen und unter diese Wedge fallen, muss ich ehrlich sagen, ist diese Alternative jetzt dann wirklich endgültig für mich tot. Ja. Dann gibt es nur noch die bullische Variante. Und die bullische Variante bedeutet eigentlich nur, wir müssen hier rauf zu unserem A. Warum? Naja, das hier war unser T. Nur von diesem großen High Low. Am 21. November war unser Boden, unser V. Dann haben wir bis zum 31. Dezember unser High Low gemacht. Und zwar perfekt unter der 786. Dann haben wir ein kleines Micro High Low angehängt, was auch ein V an der A war. Nicht unter der 7.86, aber in der Nähe davon. Und dann sind wir schon ausgebrochen. Ja? Jetzt ist das hier aber nicht unser großes A. Das ist einfach nur unser kleines A. Ja? Dann kommt unser kleines B. Und hier oben wäre dann unser kleines C, was gleichzeitig unser großes A ist. Ja? Ist dieser Pullback schon fertig? Ja? Da nimmt man jetzt einfach wieder die 0.5 hier rauf. Also es ist leicht möglich, dass wir morgen entweder hier leicht runterfallen auf 22,14 oder ein bisschen weiter drunter unter 21,57. Ja. Ich möchte aber nicht unbedingt in diese Wedge wieder reinfallen. Ein Wick drunter ist okay. Ja, ja, und danach geht es dann in den nächsten 1-2 Wochen hier hinauf. Ja. Und dann nehmen wir wieder die 0.5 hier hinauf, rauf, Pullback und wir squeezen. Und auch hier, das wäre dann der letzte Pullback, bevor wir squeezen. Und in dem Zeitraum wäre halt auch EMC fertig. Und ich habe ja gesagt bei EMC, ich kann auf das A verzichten. Ja. Bei GameStop, weil wir das Higher Low schon gemacht haben, auf das A kann ich nicht verzichten. Und GameStop muss ja auch irgendwas in den nächsten Wochen machen, außer einfach nur sideways zu gehen. Ja. Es muss mehr auf AMC warten. Also rauf, runter, squeeze. Ja. Auch dafür, wenn wir ganz schnell sind in den nächsten 1-2 Wochen, ich gehe eher von letzter Februar bis die ersten 2 Märzwochen aus. Ja. Eine Sache noch. Einfach nur zur Alternative. Ja. Was ist, wenn wir noch nicht bereit sind? Ja. Die Sache davon abgesehen, ja, ich bin noch immer der Meinung, dass GameStop jetzt irgendwo hier August 2020 ist und gleichzeitig AMC hier irgendwo im Dezember oder eher im Jänner, kurz vorm All-Time-Low, so, also 5. Jänner ist. Was ist, wenn wir noch nicht bereit sind? Bekommen wir dann nichts? Meiner Meinung nach ist es noch immer so, wir bekommen auf jeden Fall einen Move. Ja, auf jeden Fall. AMC kann jetzt noch ein bisschen heruntergehen, aber es kommt ein Chat-Test. Selbe für GameStop, es kommt ein Chat-Test. Die einzige Möglichkeit, um zu sagen, es ist nicht dieses Jahr, bedeutet für GameStop, wir gehen hier rauf, brechen aber nicht diese Linie. Ja? In dem Fall ist 56 unsere Linie. Das bedeutet auch, das wäre unser L, das unser M. Wir würden hier runter, wieder rauf, T und noch viel weiter runter. Das dauert Jahre, sage ich nur. Ich glaube es nicht, aber als Alternative. Gleichzeitig für AMC bedeutet das, wir gehen hier rauf, brechen auch nicht diese Linie und es wird irgendwas zwischen 6 und 8 Dollar werden. Wir checken, gehen noch weiter runter, müssten dann das Higher Low wieder machen.
Das dauert mindestens bis nächstes Jahr. Ja? Nur als Alternative, ich glaube es nicht, aber immer eine Alternative. Okay. Nächstes ist Beyond. So, für die kleine Wiederholung. Beyond hat angefangen in seinem Run zum Allzeithoch. Das B und das A muss man sich vorstellen. Dann haben wir unser Lower High gemacht, unser Midpoint, unser T und dann sind wir runtergeknallt am 20. Oktober und haben unser riesen High Low gemacht. Das schauen wir uns jetzt gleich an. Bevor dem, was sind unsere nächsten Preisziele, wenn wir hier fertig sind? Wir werden raufgehen. Unser Preisziel für unser A ist irgendwas zwischen 15 und 25. Auch dann machen wir wieder ein 0.5 Pullback, ein Breaker Tree Test von dieser Trendlinie, gehen rauf zu unserem B. Das ist bei 43,50. Dann, also ich zeichne euch das. Rauf, runter, dann da gehen wir wieder rauf. Dann machen wir wieder die FIB von unserem Boden bis zu unserem High. Wieder 0.5 Pullback. Und dann ist noch die Frage, brechen wir allzeit hoch oder nicht? Und auch dazu gesagt, wenn wir irgendetwas wiederholen, was wir im High Low gesehen haben, dann werden diese Moves nach oben schnell sein, die Moves nach unten extrem langsam und zäh. Ja? Ich sag's dir. Okay. Na dann zoomen wir gleich mal rein. So, also, das ist ja unser komplettes High Low von Oktober bis heute. Bis gestern hatten wir ja noch 2 Versionen. Mit dem Job heute, nein, nur noch eine. Gestern war noch, das war unser High Low und das war unser kleines High Low. Nein, das Ganze ist unser High Low und das hier ist einfach nur unser D. Das bedeutet nur eine Sache und zwar, wir müssen hier drunter, was wir heute gemacht haben. Also technisch gesehen sind wir fertig. Das Einzige, was noch fehlen würde, wäre ein kleines High Low und auf geht's. Wenn da nicht noch eine klitzekleine Sache wäre, und zwar, wir haben hier eine Gap, ja, von 88 Cent bis 66 Cent. Und ich habe immer gesagt, wenn wir wirklich diese bärische Alternative hier nehmen und hier drunter brechen, werden wir höchstwahrscheinlich hier runterknallen. Ja. Das sind jetzt nur noch 4, 9, 13 Cent. Ich meine, okay, es wird sich groß anfühlen, weil es sind 17%. Aber ich gehe fix davon aus, dass wir das füllen werden. Ich gehe allerdings auch davon aus, dass wir das vielleicht morgen schon füllen werden. Wenn nicht, spätestens nächsten Freitag. Also, ich werde 3 Wahrscheinlichkeiten zeigen. Wahrscheinlichkeit Nummer 1, das ist unser Boden, wir sind fertig. Ich sage nur eins dazu, normalerweise, wenn das T hier drunter bricht, ja, also da, wo es angefangen hat, sieht man schon sowas. Ja. Aber sei geschenkt, wir machen von hier an ein Higher Low bis nächste Woche Freitag und dann geht's ab. Wenn nicht, nächste Variante, wir erledigen die 15% morgen. Weil jetzt über Overnight, wenn man sich das anschaut, hier und Bitcoin, gibt es im Overnight schon einen kleinen Market Crash. Vielleicht also. Ja. Heißt, morgen beenden wir den Tag bei 66 Cent. Ja. Bedeutet, die ganze nächste Woche bis nächsten Freitag machen wir unser High Low und auf geht's. Und die blödeste Variante ist, wir machen morgen gar nichts oder nur langsam. Ja, dann müssen wir das nächste Woche machen. Ja. Aber mein Ziel ist es eigentlich morgen schon. Ich muss auch dazu sagen, ich habe schon kein finanzieller Advice, schon eine kleine Position angefangen heute. Weil der Mist könnte auch einfach overnight fertig sein. Ja? Schauen wir mal. Und wie immer, wie gesagt, das nächste Ziel ist zwischen 15 und 25. Es schaut interessant aus. Okay, nächstes ist, weil sich jemand gewünscht hat, Holo. Ja, zum Microcloud, also Holo.
sei gesagt, ich meine, es ist eure Sache. Ich würde das Ding nicht angreifen. Ja. Ich weiß schon, es ist ein bekannter Meme-Stock oder es war zumindest ein bekannter Meme-Stock und viele mögen es wegen diesen Moves hier. Entschuldigung, aber es schaut aus wie Scheiße. Ja. Wir haben unser Allzeithoch im September 2022 gehabt. Lower High 23. Jänner 2023. Dann unser Midpoint im Februar 2024. Und dann unser Last Time to Sell war im Jänner 2025. Ja. Und ja, sind wir immer weiter runtergefallen. Ja. Problem derzeit ist, ich habe hier nichts. Ja. Also im Großen und Ganzen, wo auch immer hier unser V sein wird, machen wir dann unser Higher Low unter dieser Trendlinie und dann brechen wir aus im besten Fall. Ja. Unser nächstes Ziel dafür wäre dann für unser A, unser großes A, 368, ja, 0,5 Pullback und dann rauf zu unserem B bei 80.000. Und ich sage euch das ja schon bei GNS, bei Fusel und bei FFAI, ihr werdet nicht eine Aktie hier oben sehen. Ihr könnt fractalmäßig hier raufkommen, ja, mit, weiß ich nicht, einem Forward Split 1 zu 1000. Ja, dann ist das hier vielleicht 79. Ja. Aber sonst kommt ihr hier nicht drauf. Und noch eine kleine Warnung. Mit dem Fractal kann man Aktien wunderschön tracken. Ja. Es funktioniert, meine persönliche Meinung, wunderschön tracken. Was das Fractal nicht kann, ist euch zu zeigen, dass eine Aktie delistet oder in den OTC-Market geht. Ja. Das Ding schaut nämlich genau danach aus. Ja, dass man einfach immer weiter runtergeht und das war's. Ja. Das Fractal wird noch immer funktionieren, aber wenn es die Aktie halt nicht mehr gibt, ist das halt dann sinnlos. Ja. Aber okay. Es ist ein relativ einfaches Fractal, auch ein relativ junges. Ich lasse es mal auf der Watchlist. Schauen wir mal. Okay, nächster Wunsch war PayPal. So, für PayPal habe ich das hier. Ich habe das schon früher getrackt, es war mir dann nach einiger Zeit einfach zu langsam. Und es gab in der Zeit dann einfach bessere Sachen. Also für PayPal, Moment, ich muss mich da ein bisschen dünner machen. Also bei der IPO im August war unser High Low. Hier ist unser A. Ja, leider gibt es hier keine gescheite 0,5. Ja, aber hier ist unser Fix, unser B. Ja, also das hier muss unser A sein. Dann sind wir raufgegangen zu unserem C. Lower High Midpoint. Runtergefallen zu unserem T. Und dann zu unserem V. Und unser V war am 23. Oktober 2023 oder am 30. Oktober. Und seitdem haben wir unser Higher Low gemacht. So, zwei Versionen. Eine bärische, eine bullische. Und ich bin 100% 50-50 hier. Es kommt nämlich auf ein genaues Level hier an. Und zwar das, wir dürfen nicht unter $50 fallen. Ja? Wenn wir hier nicht bouncen, und zwar jetzt, ja, wir sind jetzt bei 53, wenn wir unter $50 fallen oder drauf auf $50, also genau $50,15 gehen, sage ich euch, ist das hier nicht Higher Low, das ist T. Und dann werden wir hier weiter hinuntergehen und müssen dann das Higher Low erst machen. Ja, also das hier noch einmal. Ja. Und wenn es ganz blöd kommt, dann brechen wir vielleicht sogar das Alter Low. Warum auch immer. Ja. 50-50. Ich meine, ich gehe nicht davon aus, dass PayPal verschwinden wird. Ja. Somit ich gehe nicht davon aus, dass sie bankrott gehen. Aber für die bullische Version müssen wir hier bouncen. Ja. Wie würde die bullische Version ausschauen? Naja, wir bouncen hier. Das Higher Low ist fertig. Unser nächstes Ziel ist A. Und A ist irgendetwas über 103. Dann nehmen wir wieder die 0,5. Ein 0,5 Pullback.
rauf zu B. Unser B ist bei 195 und oder irgendwas drüber. Dann nehmen wir wieder von unserem Boden von A die 0,5, Pullback und dann Allzeit hoch oder nicht. Und auch dazu sei gesagt, wir sehen ja, wenn sich das A hier wiederholt, ja, dann sollte das relativ schnell hier hinaufgehen. Dann machen wir hier diesen Blödsinn. Ja, und das ist der tägliche Chart, ich sag's nur. Dann sollte es aber relativ schnell nach oben gehen. Drastischer B-Pullback und drastischer Run zu unserem Allzeithoch. Also es schaut interessant aus. Aber für all das müssen wir dieses Higher Low halten. Ja? Schaut gut aus. Ich werde es auf der Playlist belassen. Schauen wir mal. Okay. Und der letzte Wunsch war Plug. So, Plug Power. Ich sag's gleich, es ist ein bisschen komplizierter hier. Es ist nicht wirklich schwer, aber es gibt halt, erstens, wir haben eine große bullische und eine große bärische Version dafür. Und im Micro-Tracking haben wir dann auch zwei Versionen, ja, weil wir sind derzeit zu einem richtigen Entscheidungspunkt. Für die komplette Übersicht, auch Plug hat in seinem Run oder seinem Weg zum Allzeithoch angefangen in seiner IPO. Das A und das B müssen wir uns vorstellen. Vom Februar 2000 bis Februar 2013, das war unser C. Also es ist in einem wirklichen C gestartet. Von 2013 bis Mai 2025 ist unser großes Higher Low für die bullische Variante. Bedeutet, wir sind jetzt schon in unserem Run zu unserem großen A. Ja? Bevor wir das herzeigen, die bärische Variante bedeutet nur eins. Dieses Higher Low ist nicht fertig und unser letzter Peak, und zwar am 6. Oktober 2025, das war unser T. Weil, wenn man sich das anschaut, von unserem Allzeitlow bis zu diesem Peak, die 0.7.86 ist hier unten. Ja? Wir sind aber hier gebounced. Somit, wenn wir hier hinunterbrechen, ich werde dann auch gleich die Levels sagen, sage ich euch, dieses Higher Low ist nicht fertig und wir müssten exakt zu 44 Cent. Hier hinunter, das wäre dann unser V&A, dann wäre dieses Higher Low fertig, dann können wir rauf zu Argen. Ja, das ist die große Alternative. Jetzt zum bullischen Tracken, da zoomen wir hier hinein. So, hineingezoomt. Hier ist unser Ende von unserem großen Higher Low. Und jetzt gibt es eben deswegen ein bisschen komplizierter zwei Varianten. Die bärische Variante jetzt wäre auch, das ganze Ding ist unser Higher Low, weil wir hier kein richtiges Higher Low haben. Das bedeutet aber auch, dass wir hier noch runter müssen. Bedeutet, wir müssen unter 1,03 Dollar, damit dieses Higher Low fertig ist und dann können wir nach oben gehen. Ja? Bedeutet dann auch, der nächste Move wäre irgendwas zwischen 6 und 5 Dollar. Würde dann, ja, vielleicht sogar 10 Dollar. Das wäre dann unser A. Dann machen wir den 0.5 Pullback. Und dann geht es rauf zu unserem B, was bei 13 Dollar ist. Falls nicht, ja, dann ist das nicht unser Higher Low, sondern unser A. Ja. Warum? Einfach nur deswegen, weil ich weiß, ich sage immer, ich will mein Higher Low. Und wahrscheinlich, wenn man da ganz, ganz hineinzoomt, ist es vielleicht da. Aber von hier zu unserem Peak, das ist ein ziemlich guter 0.5 Pullback. Ja. Und wenn wir jetzt auch noch näher reinzoomen und uns das hier anschauen, was danach gekommen ist, auch hier ein perfekter 0.681 Bounce und danach ein perfekter 0.5 Pullback von unserem B.
Wenn das jetzt also wirklich bullish sein sollte, dann ist unser nächster Move auf zu 15 für unser B. Ja. Und danach rauf zu unserem C von unserem A. Wie auch immer das dann ausschauen wird, ob es einen Split gibt oder nicht. Ja. Das ist dann für später auf der Agenda. Jetzt interessiert uns eigentlich nur, kommen wir über diese Wedge oder nicht. Also für Levels. Ja, sollten wir über 2,69 gehen, ist das bullish. Alles über $3 meiner Meinung nach. Und die bärische Alternative ist tot. Sollten wir noch einmal unter $1,91 gehen, wäre das schon bärisch. Und ich gehe dann davon aus, dass wir hier ein Higher Low haben und wir zum V&A zu $1,03 müssen. Und wenn wir hier drunter kommen, also unter 69 Cent brechen, sage ich euch, werden wir höchstwahrscheinlich dieses ganz große Higher Low noch beenden müssen. Das bedeutet irgendwas zu 44 Cent. Aber es schaut nicht schlecht aus. Es ist halt nur ein riesiges Fractal. Schauen wir mal. Okay. Ich glaube, das war's. Keine Sorge, ihr habt, wenn ihr euch das englische Video anschaut, das ist 51 Minuten anstatt 36. Ihr habt nichts verpasst. Ja? Ich habe genau dasselbe gezeigt, nur im Englischen ein bisschen langsamer, weil es halt nicht meine Muttersprache ist. Ja? Aber sonst habe ich alles gezeigt. Ja, okay. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like. Tutorial, ein Erklärvideo für die Methode hier. Playlist hier. Und wenn ihr mehr sehen wollt, könnt ihr mir ein Abo hinterlassen. Schauen wir mal, was mit unseren Meme-Stocks nächste Woche passiert. Wir sehen uns.